Moin moin, liebe Camping- und Lagerfeuerfreunde. Ich möchte euch heute mal den Petromax Atago vorstellen. Zum einen möchte ich erklären, warum ich mich für dieses Teil entschieden habe und möchte mein Fazit vorziehen. Einmal kurz ein bisschen was dazu sagen und anschließend gehen wir dann ins Unboxing über und ich zeige, wie wir den das erste Mal angeschmissen haben. So sieht er aktuell aus. Den muss ich nämlich gleich noch putzen und ja, dann kann er danach wieder in den Einsatz gehen. Ich habe mich für das Ding entschieden, weil wenn ich mit meinen Söhnen unterwegs bin und wir campen gehen, dann möchte ich gerne so ein bisschen Feuerholz sammeln mit den Jungs und dann schön da ein Lagerfeuer anmachen, ohne dass man Gefahr läuft, gleich irgendwie ins Gefängnis zu wandern, weil man dann Feuer anmacht. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Varianten von Feuerkörben bis hin zu Matten und was es alles gibt. Aber der Atago, der erfüllt ja so gewisse Sicherheitsbestimmungen. Er steht so weit ab vom Boden, dass er den Boden nicht irgendwie anbrennt und ist auf vielen Campingplätzen geduldet. Was mich zum Kauf letztendlich bewogen hat, war, dass er halt weniger qualmt durch diese doppelwandige Einrichtung da, die das Ding hat. Und das gefiel mir sehr, sehr gut. Das haben wir jetzt auch im Praxistest, hat sich das nochmal bestätigt. Es ist natürlich so, natürlich qualmt der. Also es ist nicht, dass es überhaupt keinen Qualm gibt, aber es ist schon deutlich weniger wie bei einem normalen Feuerkorb. Und wir waren jetzt am Wochenende mit dem Ding unterwegs, haben Totholz gesammelt und haben abends das Ding angeschmissen und ein paar Würstchen drüber geröstet und Marshmallows. Und das war total cool. Also Fazit von mir ist absolut super. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Unboxing und beim ersten Mal anschmeißen von dem Ding. Bis bald.